Hallo meine Freunde, hola Madridistas, entschuldigt bitte, dass dieses Video heute etwas später erscheint, aber ich komme gerade vom Flughafen, musste meine Frau dort abgeben, die ist jetzt für ein paar Tage in Deutschland, deshalb heute auch ein etwas kürzeres Video, ich möchte mich logischerweise um meine Kinder kümmern. Trotz alledem gibt es Informationen zu Real Madrid, die ich mit euch teilen möchte, unter anderem große Angst um Vini Junior. Er konnte gestern nicht mit der brasilianischen Nationalmannschaft mittrainieren, weil er angeschlagen ist. Fehlt Vini Junior im entscheidenden Moment der Liga? Das wird dir in diesem Video beantwortet. Dann haben wir aber auch noch viele Themen rund um Real Madrid. Wir unterhalten uns unter anderem über Thiago Pitach, wir unterhalten uns über Militao, wir unterhalten uns über Arbeloa und. Es wird auf jeden Fall ein interessantes Video. Viel Spaß dabei. Ja, starten wir erst einmal mit den Updates. Was lief gestern für unsere Nationalspieler? Nichts. Was läuft heute für unsere Nationalspieler? Heute um 21 Uhr sind 3 von unseren Jungs aktiv. Alle 3 mit der französischen Nationalmannschaft. Frankreich spielt heute gegen Kolumbien um 21 Uhr. Wenn du heute Abend also nicht weißt, was du schauen sollst, Frankreich gegen Kolumbien, finde ich, kann man sich anschauen. So, gestern war nichts los, ist nicht ganz so richtig, denn Thiago Pitach hat sich dafür entschieden, der U19 von Spanien zu helfen, sich für die Europameisterschaft zu qualifizieren. Gestern war das zweite Gruppenspiel. Das erste hatte Spanien 4:0 gewonnen. Das zweite hat Spanien gestern 4:0 gewonnen. Also gute Ergebnisse für die U19 von Spanien. Thiago Pitach mit der 10 auf dem Rücken. Überragend. Ich lasse mal so ein bisschen das einspielen, was ich einspielen kann. Der Junge ist den anderen Leuten in seiner Kategorie einfach überlegen. Es sieht aus, als wenn er gegen kleine Kinder spielen würde. Ja, wie gesagt, das erinnert mich damals, als ich den Achraf Hakimi in der Youth League geguckt habe für Real Madrid, wo du schon gemerkt hast, der ist auf einem anderen Niveau. Das gleiche gilt für den Thiago Pitach. Also da hat Xabi Alonso, muss man sagen, wirklich einen Goldgriff mit dem Jungen gemacht. Álvaro Arbeloa hat ihm aber tatsächlich die richtigen Chancen gegeben. Also ja, so halb, wobei die großen Lorbeeren meiner Meinung nach so ein bisschen Álvaro Arbeloa gehören, weil er ihn wirklich spielen lässt in wirklich entscheidenden Momenten. Das ist ja so ein Punkt, den ich bei Álvaro Arbeloa besonders lobe, viele von euch auch. Carlo Ancelotti, Xabi Alonso haben oft Leute aus Castilla nominiert, aber die durften nicht spielen. Es sei denn, du führtest 4:0 und es waren noch 2 Minuten zu spielen, dann holte der Junge sich den Applaus ab und das war's. Bei Álvaro Arbeloa ist es egal, da starten die Jungs und wenn es darauf ankommt, in Manchester City, im Etihad, dann spielt ein Pitach schon Anfang an. Also Wahnsinn. Ja, und die Jungs schenken Arbeloa das Vertrauen zurück mit guten Leistungen, auch bei der Nationalmannschaft. Ja, Thiago Pitach hat aber auch eine Entscheidung getroffen, für welche Nationalmannschaft er spielen möchte. Bevor ich zu viel verrate, schaut euch das an. Thiago Pitach hat sich bereits entschieden und wählt Spanien. Der Spieler von Real Madrid konnte sowohl für Spanien als auch für Marokko spielen, da seine Familie aus beiden Ländern stammt. Aber für ihn ist es klar, er will für La Roja spielen und verhindert damit einen neuen Fall wie bei Brahim. Die Lockrufe der Atlas-Löwen haben keine Wirkung gezeigt und Pitach ist bereits bei der spanischen U19 konzentriert. Sein Ziel ist ganz klar, er will es in die A-Nationalmannschaft schaffen und Titel gewinnen. Das hat er selbst in den offiziellen Medien der Nationalmannschaft bestätigt. Wenn ich hier bin, dann weil ich ganz nach oben will. Die Entscheidung ist gefallen. Thiago wird für Spanien spielen, aber jetzt liegt noch ein langer Weg vor ihm. Ja, ihr habt es gehört. Thiago Pitach hatte ein Interview gegeben für die spanische Nationalmannschaft, wo er ganz klar gesagt hat, wenn ich hier bin, in der U19 von Spanien, bin ich hier, weil mein Ziel es ist, für die A-Nationalmannschaft von Spanien zu spielen. Also gute Nachrichten für mich doppelt. Erstens freue ich mich riesig, dass dieser Junge sich für die spanische Nationalmannschaft entschieden hat. Ich bin Spanier, logischerweise. Zweitens, auch mein Madrid-Herz blüht auf, denn der Nationalmannschaft könnten ein paar mehr Madrid-Spieler gut tun, alleine für das Renommee. Und zum anderen, wie gesagt, er muss nicht alle 2 Jahre zum Afrika-Cup und fehlt den gesamten Januar, Ende Dezember etc. Das kannst du als Madrid nicht gebrauchen. Vor allem, wenn Thiago Pitach in eine Rolle reinwächst in den nächsten Jahren, wo ich ihn gerne sehen würde, als Fadenzieher hinten auf der 6 von Real Madrid. Aber naja, mal schauen. Ich drücke dem Jungen natürlich die Daumen, dass der das schafft.
Einem anderen Jungen, dem ich die Daumen drücke und von dem in Deutschland irgendwie keiner redet, ist Alexis Ciria. Dieser Junge, ich habe euch vor einer Woche auf meinem Kanal über ihn berichtet, der ist von Sevilla nach Real Madrid gekommen, mit 17 in die A-Jugend. Der hat in der A-Jugend in den ersten beiden Spielen direkt 2 Tore gemacht. Dadurch durfte er in der Youth League spielen, hat alle so von sich überzeugt, dass er nach Real Madrid Castilla gegangen ist. In Real Madrid Castilla macht er in seinem ersten Spiel sein erstes Tor. Und gestern wurde er als Belohnung in die spanische U18-Nationalmannschaft berufen. Nicht nur da, er hat von Anfang an gespielt gegen England, also die U18 von England. Ihr wisst, die haben wirklich eine super Nachwuchsabteilung. Spanien gewinnt 3:1 und Alexis Ciria macht sein erstes Tor. Was ist mit dem Jungen los? Das erinnert mich so ein bisschen an Marcos Asensio, der immer in seinem ersten Finale überall ein Tor für Real Madrid gemacht hat. Ja, Alexis Ciria startet super in seine Etappe bei Real Madrid. Ich habe euch letzte Woche schon gesagt, Álvaro Arbeloa hat den Jungen schon im Auge. Er ist ein linker Flügel, ein Riesentalent. Ich drücke ihm natürlich auch die Daumen. Vielleicht macht er in ein paar Jahren auch für Real Madrid seine Tore. Ja, wenn wir schon mal bei Álvaro Arbeloa sind, ich hatte euch berichtet, dass der das so ein bisschen anders handelt als ein Xabi Alonso. Und Xabi Alonso hat ja fast immer die gesamte Länderspielpause denjenigen, die zu Hause geblieben sind, freigegeben. Ja, bei Álvaro Arbeloa sieht das anders aus. Der Marca hat darüber einen Bericht geschrieben. Lesen wir uns den zusammen. Einmal durch. Selbst der minimale Kader in Valdebebas hat Arbeloas Pläne nicht geändert. Da während der Länderspielpause keine Mittelfeldspieler oder Stürmer zur Verfügung stehen, hat der Trainer beschlossen, die Ruhezeiten im Vergleich zu denen von Xabi Alonso zu verkürzen. Arbeloas stehen in Valdebebas nur 7 Spieler zur Verfügung. Deshalb hat er beschlossen, die Ruhetage zu verkürzen und das Trainingspensum zu erhöhen. 2 freie Tage sollen die Intensität wiederherstellen und die Spieler, die für den Saisonendspurt fit bleiben sollen, in Form bringen. Xabi Alonso ging mit diesen verlängerten Wochenenden anders um. In den Pausen im September, Oktober und November gewährte er den nicht-nationalen Spielern 3 freie Tage. Jetzt, da der wichtigste Teil der Saison unmittelbar bevorsteht, hat sich Arbeloa für den gegenteiligen Ansatz entschieden. Er will das Beste aus den verfügenden Spielern herausholen und den Kader auszubalancieren, um bis zum Schluss wettbewerbsfähig zu halten. Diejenigen, die geblieben sind, haben hart gearbeitet, um den Anschluss nicht zu verlieren. Ja, Álvaro Arbeloa sieht das Ganze also ein bisschen anders als Xabi Alonso. Er arbeitet intensiv in Valdebebas, damit auch die Lücke zwischen den Nicht-Nationalspielern und den Nationalspielern geschlossen wird. Wenn du mit Real Madrid am Ende der Saison um jeden Titel kämpfen willst, musst du insbesondere in den nächsten Wochen rotieren. Also auch diejenigen, die sich auf besondere Spieler freuen, auf einen Vini, auf einen Mbappé, auf einen Arda, auf einen Bellingham, wen auch immer. Bitte nicht an jedem Wochenende traurig sein, wenn ein Spieler mal nicht spielt. Jetzt kommen die Wochen, wo du so viel rotieren musst wie noch nicht. Álvaro Arbeloa erkennt, dass auch die Ergänzungsspieler topfit sein müssen und deshalb zieht er das Training in Valdebebas durch. Ja, und die positive Nachricht dieser Trainingseinheiten in den letzten Tagen heißt Eder Militão. Der Brasilianer hat an 3 Trainingseinheiten am Stück komplett teilgenommen und soll gegen Mallorca wieder fit sein. Also Eder Militão, ich sag's immer wieder, wenn dieser Junge topfit ist, ist das für mich der beste Innenverteidiger gefühlt der Welt. Allerdings hat der Real Madrid jetzt lange gefehlt. Wir haben an der Innenverteidigung auf der letzten Rinne gekämpft. Ja, und jetzt scheint er wieder zurückzukommen. Marca hat dazu einen Artikel. Schauen wir mal rein, was da drin steht. Countdown zum Kaiser. Militão hat 3 Trainingseinheiten mit der Mannschaft absolviert und die Erwartungen bestätigt. Er wird in Mallorca dabei sein. Geplant ist, dass er zunächst als Ersatzspieler eingesetzt wird und seine Spielzeit schrittweise erhöht. Lichtblicke nach 4 Monaten. Boah, 4 Monate hat er gefehlt. Militão steht kurz vor dem Abschluss seiner Genesung. Arbeloa hat es verkündet und mit jedem Tag konkreter wird es. Konkreter. Er wird auf Mallorca dabei sein. Am Nachmittag des Kar-Samstags wird er im Sommer-Stadion sein Comeback feiern. Allerdings deutet alles darauf hin, dass er zunächst auf der Bank sitzen wird. Er wird also Ersatzspieler sein, trotz der großen Zuversicht, die ihm entgegengebracht wird. Denn diese Woche hat er 3 Trainingseinheiten mit der Mannschaft absolviert, von Mittwoch bis Freitag. Und damit die Hoffnung gestärkt,
Das entspricht Álvaro Arbeloas Mantra. Ich mag es, wenn Spieler nach Verletzungen schrittweise zurückkehren. Das ist eines seiner Gebote. Ausnahmslos. Mbappé war nicht mehr derselbe im Derby, nur Ersatzspieler, obwohl Valdebebas ihm in den Tagen zuvor versichert hatte, er trainiert wie ein Tier, als wäre nichts gewesen. Doch Spielpraxis ist eine andere Sache. Sie braucht Zeit, so Arbeloa. Militao steht nun vor dieser Phase, diesem schrittweisen Vorgehen. Ja, das ist auch eine Veränderung von Álvaro Arbeloa. In diesem Fall im Vergleich zu einem Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, sobald einer wieder fit war, rein auf den Platz, 90 Minuten, gib ihm. Bei Álvaro Arbeloa, das haben wir bei Kylian Mbappé gesehen. Viele von uns haben gedacht, gegen Atletico Madrid steht er wieder in der Startelf. Aber nichts. Ein Álvaro Arbeloa, und es ist egal, ob du Mbappé heißt, ob du Militao heißt, ob du Bellingham heißt, egal wie. Jeder, der wieder in die Mannschaft möchte, auch ein Carvajal zum Beispiel, kriegt langsame Schritte, langsame Wiedereinführung in dieses Wettbewerbstempo. Es ist nun mal ein Unterschied, wie du trainierst oder was in der Liga die Gegenspieler von dir abverlangen, und ich finde das gut. Real Madrid muss etwas gegen dieses ständige Verletzungsdrama tun, und wenn das hilft, finde ich das gut von Álvaro Arbeloa und bestätigt auch den Rest der Mannschaft, dass sie sich ihre Minuten auf dem Platz verdienen. Wie gesagt, es wäre für mich sehr unfair gewesen, einen Brahim rauszuholen, und Brahim hat ja gegen Atletico Madrid auch gut gespielt. Ja, und jetzt zum letzten und vielleicht wichtigsten Thema in diesem Video. Vini Junior ist angeschlagen. Beim Spiel gegen Frankreich, wir wissen, Rafinha vom FC Barcelona hat es erwischt, der soll 5 bis 6 Wochen ausfallen, aber auch ein Vini ist nicht fit aus dem Duell gegen die Franzosen rausgekommen. Hören wir uns diese Information zusammen einmal an. Vini Junior setzte am Samstag beim Training in Orlando aus. Nach dem Frankreich-Spiel klagte er über Muskelbeschwerden. Freitagsuntersuchungen ergaben keine Verletzung. Dennoch wird er zur Schonung vorsichtshalber entlastet. Deshalb hat Vini Junior am Samstag nur im Fitnessstudio trainiert, sich behandeln lassen, und die Erwartung, die Tendenz ist, dass er am Sonntag auf dem Platz steht und kein Problem für das Spiel am Dienstag gegen Kroatien hier in Florida sein wird. Es ist erwähnenswert, dass die Nationalmannschaft Marquinhos bereits für das Spiel gegen Frankreich verloren hat und Rafinha, der eine leichte Überlastung hatte, sich schließlich gegen die Franzosen verletzt hat und Barcelona für die nächsten 1,5 Monate fehlen wird. Sowohl der CBF als auch Real Madrid überwachen die Situation. Neubewertungen werden ständig vorgenommen, aber im Moment ist die Tendenz und Erwartung, dass Vini Junior am Dienstag gegen Kroatien Carlo Ancelotti zur Verfügung stehen wird. Ja, ihr habt es selber gehört, er konnte gestern nicht mittrainieren. Laut brasilianischer Medien, die Quelle kam aus Brasilien, El Globo heißen die, steht sein Einsatz gegen Kroatien nicht in Gefahr. Aber ganz ehrlich, wir haben doch gesehen, was bei einem Rafinha passiert ist. Das Beispiel ist 2 Tage her. Ein Rafinha ist etwas angeschlagen in das Spiel gegen Frankreich gegangen und fehlt jetzt 5 bis 6 Wochen. 5 bis 6 Wochen hört sich vielleicht nicht so krass an, aber das ist die wichtigste Phase der Saison. In 5 bis 6 Wochen kann sich alles entscheiden. Ein Rafinha fehlt in der Champions League gegen Atletico Madrid, fehlt in der Liga etliche Spiele. Wir können es uns nicht erlauben, dass ein Vini Junior sich verletzt. Nicht in dieser Phase. Und das Ganze, wenn es doch für Brasilien zumindest um irgendetwas gehen würde, hätte ich ja vielleicht sogar Verständnis, wenn es eine WM-Quali wäre oder irgendwas. Aber das sind Freundschaftsspiele. Also, bitte Carlo Ancelotti, bitte Brasilien, keinerlei Risiko. Für mich wäre es sogar das Richtige, ein Vini Junior jetzt ins Flugzeug zu schicken und nach Madrid, damit die Teamärzte ihn kontrollieren. Oder irgendwelche andere Ärzte in London oder Paris. Ihr wisst, was ich meine. Nein, Spaß beiseite. Bitte keinerlei Risiko bei Vini Junior. Es kommt die wichtigste Phase der Saison. Ich bin der Meinung, er sollte keine Minute gegen Kroatien spielen. Ja, wie gesagt, heute ein etwas kürzeres Video. Ich bin gespannt, was ihr zu diesen Informationen sagt. Lasst eure Meinung bitte in den Kommentaren zu Vini, zu Militao, zu Pitar, zu Alexis Cilia. Und wenn ihr schon mal da seid, liked dieses Video, teilt dieses Video. Lasst ein Follow da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns morgen wieder. Da sind die Kinder wieder in der Schule und ich habe mehr Zeit für euch. Also, bis dahin. A la Madrid!